Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Ich wünsche euch alle einen wunderschönen Start in ein hoffentlich erfolgreiches Wochenende für Real Madrid. Mir persönlich geht es schon etwas besser. Trotz alledem, wie ihr seht, lieber ein bisschen zu viel an als ein bisschen zu wenig. Honig und Tee wird weiter konsumiert. Also ich bin auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung. Auf jeden Fall bin ich wieder so fit, dass ich ein tolles Video für euch vorbereitet habe. Ja, wenn ich schon mal dabei bin, möchte ich mich nochmal bei euch bedanken für die tolle Resonanz zu meiner Reaktion gestern. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr da so einen Spaß dran habt. Wenn ihr wollt, dass ich in Zukunft weiterhin auf Videos reagiere, könnt ihr gerne Vorschläge in den Kommentaren lassen, auf welches Video ich eurer Meinung nach mal reagieren soll. Vielleicht mache ich das ja sogar mal auf Twitch. Ja, und wenn ich schon mal bei Anliegen in eigener Sache bin, unser Podcast, den ich mit dem lieben Die Hahn habe, klein und haarig, wir haben den letzte Woche Montag aufgenommen. Wir waren also fleißig. Allerdings hatte Die Hahn die ganze Woche Computerprobleme und so wie es aussieht, hat er mir gestern gesagt, dass er die Folge heute hochladen wird. Also heute im Laufe des Tages. Schaut immer wieder mal bei Spotify rein. Klein und haarig haben eine tolle Folge aufgenommen. Gestern haben wir übrigens schon die nächste Folge aufgenommen. Die haben wir gestern live aus seinem Twitch-Stream gemacht. Müsste am Dienstag dann rauskommen. Dann sind wir wieder in der gewohnten Reihenfolge. Ja, Schluss mit mir. Hin zu Real Madrid. Dafür sind wir schließlich hier. Und da habe ich heute ein vollgepacktes Video für euch. Zunächst einmal unterhalten wir uns über den Gesundheitszustand unserer Spieler. Welche Spieler haben es geschafft, sind wieder fit genug für das Spiel gegen Elche? Bei wem ist es noch wackelig? All das erfahrt ihr in dem Video. Dann hat sich der Trainer von Elche darüber geäußert, welcher Spieler seine Schwäche ist bei Real Madrid, welche Spieler quasi am gefährlichsten sind. Und die Antwort von euch wird einige überraschen, andere nicht. Das war sehr interessant. Und brandheiße Informationen aus Spanien. Javier Tebas, der Präsident der spanischen Liga, könnte vor dem Ausstehen. Warum das so ist, was da los ist, erfahrt ihr in diesem Video. Und ich beantworte auch ein für alle Mal diese Frage: Wer wählt diesen berühmten Frame? Wer entscheidet, ob ein Spieler im Abseits steht oder nicht? Diese Frage, die für Madridistas sehr interessant ist, weil, wie ihr wisst, ist Real Madrid mit Abstand die Mannschaft, der am meisten Tore annulliert werden seit Einführung des VARs. Also ist für uns sehr interessant. Ja, all das und noch viel mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, starten wir dieses Video, wie ihr es inzwischen kennt, wenn es neue Informationen von Real Madrid Castilla kommt, mit diesen Informationen. In diesem Fall sind es leider keine guten. Real Madrid Castilla hat gestern Abend ein Auswärtsspiel bei Unionistas gehabt und mit 3:0 verloren. Die zweite herbe Niederlage am Stück für die Mannschaft von Álvaro Arbeloa. Trotz alledem sind die noch auf dem 5. Tabellenplatz. Allerdings können die oberen Gegner davonziehen. Kein gutes Wochenende, keine guten 2 Wochenende für die Jungs von Álvaro Arbeloa. Ich habe das Spiel gesehen und muss sagen, boah, die spanische dritte Liga kann sehr, sehr hart sein. Die Jungs von Real Madrid Castilla spielen gegen sehr, oftmals erfahrene Gegner. Die gehen körperlich extrem zur Sache. Also Álvaro Arbeloa hatte letzte Woche gesagt, das ist das, was einem Krieg am ähnlichsten kommt. Und gestern war es das Gleiche. Die Jungs wurden quer über den Platz getreten. Aber in der dritten Liga lassen die Schiedsrichter das zu. Es gab Fouls, die wären in der ersten Liga wahrscheinlich dunkelrot und da gab es noch nicht mal gelb. Naja, als Außenstehender oder als Fan ist das nicht schön mit anzusehen, wie die Spieler da umgetreten werden. Aber so ist halt die spanische dritte Liga. Ich hoffe, unsere Jungs gewöhnen sich schnell daran. Ja, wie dem auch sei, das waren die Infos zu Real Madrid Castilla. Kommen wir zu der ersten Mannschaft. Und bevor ich damit starte, würde ich vorschlagen, schauen wir uns erstmal das Training von Real Madrid von gestern an.
Ja, wie ihr gesehen habt, alle Nationalspieler sind wieder zurück, trainieren unter Xabi Alonso und die meisten sind auch fit für das Spiel gegen Elche. Ja, fangen wir hier erstmal mit der schlechten Nachricht an. David Alaba hat eine Muskelüberlastung und so wie es aussieht, wird er nicht fit sein für das Spiel gegen Elche. Und man könnte denken, es ist eine Muskelüberlastung. Er fehlt ein Spiel. Das ist jetzt keine große Nummer. Gebe ich euch absolut recht. Aber ich zeige euch jetzt mal die Verletzungshistorie von David Alaba, seit er bei Real Madrid ist. Und man muss sagen, in den ersten 2 Jahren, also brillant quasi, da hat er vielleicht mal ein Spiel gefehlt, war vielleicht einmal 20 Tage krank, alles gut. Jeder von uns war schon mal 3 Wochen im Jahr krank. Keine große Nummer. Aber die letzten 2 Jahre, das ist ein absoluter Horrorfilm, den David Alaba bei Real Madrid gerade durchlebt. Natürlich der Höhepunkt, der Kreuzbandriss und die ganzen anderen Verletzungen. Alles immer langfristig, viele Spiele, die er verpasst. Und ich sage nicht, dass David Alaba daran Schuld hat. Im Gegenteil, es tut mir weh, das zu sehen. Es tut mir leid. Denn ich halte vom Fußballer David Alaba schon sehr, sehr viel, aber vom Menschen David Alaba halte ich fast noch mehr. Ich glaube, diese Charaktere braucht eine Kabine wie die von Real Madrid, vor allem in diesen Zeiten. David Alaba, ein bodenständiger, harter Arbeiter, seriös, ein Vorbild. Und wie gesagt, fußballerisch top, menschlich vielleicht noch besser. Ich bin ein ganz großer Fan von David Alaba. Und es würde mir einfach unglaublich leid tun, wenn Real Madrid so einen Spieler verliert. Aber immer wieder diese kleinen Verletzungen, ich glaube, auf Dauer frustriert das natürlich den Spieler, aber auch den Trainer und den Vorstand. Ein Spiel hier, ein Spiel da. Und ich befürchte, es ist der nächste kleine Sargnagel auf die Karriere von David Alaba bei Real Madrid. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass der Vorstand von Real Madrid ihm noch einmal eine Vertragsverlängerung anbietet. Und wie gesagt, mir blutet das Herz bei dem Gedanken, weil ich glaube, diese Charaktere, wir haben so viele davon in den letzten Jahren verloren, wären unglaublich wichtig für die Kabine von Real Madrid. Lasst mir eure Meinung dazu bitte in den Kommentaren. Ja, kommen wir jetzt zu etwas besseren Nachrichten. Ein Aurélien Tchouaméni und ein Antonio Rüdiger konnten gestern schon einen Teil der Trainingseinheit mit der Mannschaft absolvieren. Heute könnten sie eventuell sogar beim Abschlusstraining das gesamte Training mit der Mannschaft absolvieren und könnten im Kader für das Spiel gegen Elche sein. Bei unserer Innenverteidiger-Situation wäre es natürlich eine gute Nachricht, wenn die beiden Spieler wieder fit werden. Beide können diese Position bekleiden, wobei Xabi Alonso natürlich beurteilen muss, wie viel Risiko er eingehen möchte. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Antonio Rüdiger nach monatelanger Verletzung direkt wieder ins kalte Wasser geworfen wird. Vielleicht ist er aber fit für die letzten 10 Minuten, 15 Minuten, falls wir ein Ergebnis halten müssen. Auf jeden Fall, das sind gute Nachrichten. Ein Tchouaméni und Rüdiger wieder teilweise am Training der Mannschaft teilgenommen. Machen wir es jetzt noch besser, machen wir die Nachricht noch besser. Ein Dienhausen, ein Fede Valverde, ein Camavinga, ein Thibaut Courtois und wahrscheinlich habe ich noch den einen oder anderen vergessen. Der Rest hat das komplette Training abgeschlossen und ist komplett fit für das Spiel gegen Elche. Alle werden heute nominiert sein für das Spiel. Ja, wenn jetzt natürlich kein Unglück passiert. Ja, das sind gute Nachrichten für den Madridismo. Eder Militao natürlich noch nicht, der fängt langfristig aus, genau wie Dani Carvajal. Aber die anderen, die nur so ein bisschen angeschlagen waren, sind fit, haben es geschafft für das Spiel gegen Elche. Ja, heute wird Xabi Alonso auch im Laufe des Tages eine Pressekonferenz geben, auf die ich schon sehr heiß bin. Nicht, dass ich wieder Notfall-Livestream geben muss, denn heute wird er zum ersten Mal reagieren müssen auf die Anschuldigungen, die so in den letzten 2 Wochen aufgekommen sind. Dieser Spaltung in der Kabine zwischen ihm und Vini.
Valverde, Bellingham oder der gesamten Kabine. Bin ich mal gespannt, wie ein Xabi Alonso reagieren wird. Vielleicht sehen wir ihn hoffentlich wieder mit der Entschlossenheit, die ich ihm wünsche, mit dem Feuer, das er in den ersten Pressekonferenzen bei Real Madrid hat. Ich wünsche mir einfach nur, dass er wieder der Xabi Alonso wie unter Bayer Leverkusen ist. Ja, ein anderer Trainer, der eine Pressekonferenz gestern schon gegeben hat, war der Trainer von Elche. Und er wurde gefragt, was sind die größten Gefahren von Real Madrid? Und die Antwort wird einige von euch verwundern, andere nicht. Hören wir uns das zusammen einmal an. Also wie ich schon sagte, fangen wir mit dem Torwart an, von dem ich hoffe, dass er nicht der herausragendste Spieler ist, so wie es in letzter Zeit in vielen Spielen der Fall war. Naja, nicht der herausragendste, aber doch einer der herausragenden in dem Sinne, dass er für das Ergebnis entscheidend ist. Natürlich ist Mbappé im Moment wahrscheinlich der Spieler, den man am meisten auf dem Schirm haben muss, wegen dieser Treffsicherheit, die er vor dem Tor hat. Aber es sind zwei extrem gute Spieler. Vinicius finde ich eine Wucht. Wenn Sie mich so nach einem Geheimtipp fragen, worüber ich auch oft mit Hector spreche, meinem Berater und so, Arda Güler ist für mich ein phänomenaler Spieler. Ja, und da muss ich zugeben, ich habe das Video 3-mal ins Übersetzungsprogramm gehauen und es kam einfach nicht besser raus. Denn zum einen hat er nicht gesagt, es sind 2 gute Spieler, er hat gesagt, es sind alles gute Spieler, logisch, also es wäre auch irgendwie seltsam bei Real Madrid zu sagen, die haben nur 2 gute Spieler. Und zum anderen hat er am Ende gesagt, Arda Güler, er hat gesagt, er ist meine Schwäche, also so ein bisschen meine Schwäche, also in dem ich mich so ein bisschen verguckt habe, ist Arda Güler. Und er hat gesagt, es un jugador descomunal, also ein monsterhafter Spieler, also er ist absolut verliebt in den Türken und überlegt mal, Real Madrid vollgepickt mit Superstars, wir haben einen Bellingham, einen Mbappé, einen Vini, alles mögliche und den Spieler, den er sich rausbringt, ist Arda Güler. Naja, ich wollte euch die Info mal geben für die ganzen Hater, die gerne unter den Videos ihr Hate auf Arda Güler hier verteilen. Bin ich jetzt gespannt, was die dazu zu sagen haben. Lasst eure Kritik bitte bei Sarabia, dem Trainer von Elche. Ja, wie dem auch sei, das war's rund um das Spiel von Real Madrid gegen Elche. Morgen natürlich viel mehr Informationen, gehen wir etwas in die Tiefe, denn es ist schon ein bisschen rausgesickert, wie Real Madrid spielen könnte. Bin ich gespannt, sehr interessante Informationen. Kommen wir aber jetzt zu einer anderen sehr interessanten Information, und zwar Javier Tebas, der Madridista. Ich muss immer wieder lachen, wenn ich daran denke. Also, der hat so viel von einem Madridista wie ich von einem Barca-Fan. Also, so viel dazu. Ja, wie dem auch sei, wir wissen ja, er ist quasi auf Bewährung. Er hat letztes Jahr oder vor 2 Jahren von Real Madrid schon eine Breitseite bekommen. Da hatte er Real Madrid nicht zu einer Versammlung der gesamten Liga eingeladen, als es damals um das berühmte CVC ging, um diese Gelder, die alle Vereine bekommen sollten für ihre Fernsehrechte für die nächsten 50 Jahre, weil er ganz genau wusste, Madrid würde ihm den Vogel zeigen. So ist es am Ende ja auch gekommen. Wie dem auch sei, Real Madrid hat ihn deshalb angezeigt, hat Recht bekommen und er ist quasi schon auf Bewährung. Und Barcelona hätte ihn letztes Jahr schon kicken können. Denn er hat auf der offiziellen La Liga-Seite vereinsinterner weitergegeben. Und zwar mehr oder weniger die Kontostände vom FC Barcelona bei der Angelegenheit rund um Dani Olmo. Ja, aber der FC Barcelona hat FC Barcelona Sachen gemacht, hat ihn nicht angezeigt. Die wollten lieber ihre Machtposition ausnutzen für andere Verhandlungen, weil sie wussten, sie haben ihn jetzt in der Hand. Ja, ein anderer war nicht so geduldig und hat ihn doch angezeigt. Hören wir uns das zusammen einmal an. Hallo Jago. Ja, das Sportverwaltungsgericht hat ein Verfahren wegen eines sehr schweren Verstoßes gegen den Ligapräsidenten Javier Tebas eröffnet. Am vergangenen 20. Oktober hat der oberste Sportrat die Anzeige von Miguel Galán weitergeleitet, dem Präsidenten des Vereins für Transparenz im Sport, wegen der Preisgabe vertraulicher Informationen von Barcelona im Zusammenhang mit dem Fall der VIP-Logen des Camp Nou. Die Fakten gehen zurück auf die Krise um die Registrierung von Dani Olmo und den Schlagabtausch zwischen der Liga und dem Verein. Die von Tebas geführte Institution warf dem Club in einer Mitteilung vor, das Financial Fairplay zu verletzen. Außerdem habe man 100 Millionen Euro aus den Premium-Bereichen des Stadions nicht rechtzeitig verbucht. Barca warf Tebas vor, die Vertraulichkeitspflicht zu verletzen, und Galán erstattete Anzeige. Die Liga löschte diese Mitteilung schließlich von ihrer Website und aus ihren sozialen Netzwerken. Nun wird dieses Verfahren eröffnet, das zu einer Sanktion führen kann. Diese reicht von einer Verwarnung bis zur Amtsenthebung von Javier Tebas.
Ja, ich würde vorschlagen, sprecht zu euren Göttern, geht in die Gebetsstube, drückt die Daumen, macht das, woran ihr auch immer glauben mögt. Aber vielleicht haben wir ja alle Glück und wir sind endlich Javier Tebas los, dem Erzfeind von Real Madrid, dem Erzfeind von Florentino Perez. Also manchmal denke ich, es könnte ja noch schlimmer werden, aber einen schlimmeren La Liga-Präsidenten als Javier Tebas kann ich mir nicht vorstellen. Ja, man sieht ja auch, in welche Richtung die Premier League geht und in welche Richtung die spanische Liga geht. Ja, wollte ich euch die Information nur geben. Und eine letzte Information, bevor ich euch ins Wochenende entlasse, zumindest bis morgen. Wir haben ja oft genug schon über diesen berühmten Frame geredet. Diese Entscheidung, ist der Spieler im Abseits oder ist er nicht? Und ich erinnere ja gerne daran, dass Real Madrid, ich blende es ein, wenn ich es gefunden habe, ich finde es natürlich, die Mannschaft ist, die seit es das VAR gibt, die Mannschaft ist mit den meisten annullierten Toren. Und zwar mit riesigem Abstand. Vielleicht, um noch ein bisschen mehr Kontext in diese Geschichte zu bringen, erinnere ich euch daran, dass Negreira dem FC Barcelona aktiv angeboten hat, dass er ihnen beim VAR helfen könnte. Naja, wenn man diese Sachen zusammen betrachtet, dann kann man sich schon eine eigene Meinung bilden. Ja, und man hatte uns ja gesagt, es kommt das semi-automatische VAR, da haben die Schiedsrichter nicht mehr ihre Hand im Spiel. Und ich habe auch gesagt, erinnert euch an mein Video, ich werde mich nicht mehr über die Schiedsrichter, über die Entscheidungen des VARs beschweren. Wenn das alles von einem Computer gemacht wird, dann halte ich meine Klappe. Könnt euch gerne das Video Anfang der Saison anschauen. Ja, gestern war Juan Soto, wie auch immer, den Vornamen weiß ich gerade nicht, der neue Präsident des CTA, also der oberste Chef des spanischen Schiedsrichtersystems, war im Radio und er wurde genau dazu gefragt. Hören wir uns die Antwort einmal an. Diese Abseitsfiguren, sind die gut gemacht? Also ich meine, können wir uns da 100%ig drauf verlassen? Ich gehe davon aus. Das ist eine Technologie, die. Wenn da die Schuhspitze oder das Knie vom Spieler zu sehen ist und man das Spiel schaut, denkt man da nicht, verdammt, schon wieder so ein Chaos. Ja, aber das Chaos wird es immer geben. Denn 1 Zentimeter nicht. Was lassen wir dann zu? 5 Zentimeter Spielraum, damit man es besser sieht? Oder 3? Oder lassen wir... Nein, die Sache ist doch, dieser 1 Zentimeter bedeutet, genau das Microframe anzusehen, in dem der Ball den Fuß verlässt. Aber das ist eine Maschine. Sobald der Schiedsrichter das Frame startet, handelt die Maschine. Und die Maschine ist schwarz oder weiß, da gibt es keine Grauzonen. Ist es so zuverlässig wie das Hawkeye beim Tennis? Ich gehe davon aus. Also der Schlüssel ist, dass das Frame das Richtige ist. Sobald das Frame vom Moment der Ballabgabe das Richtige ist, und das ist... Und ist es das Richtige? Ja, ich denke, das ist richtig, außerdem... Aber das ist wer wählt das aus? Ein Mensch oder eine Maschine? Das Frame der Ballabgabe, ein Mensch. Klar. Denn ab dem Frame der Ballabgabe... Ein Mensch kann ja beim Drücken der Taste, da kann ja eine Millisekunde vergehen, die das Abseits ausmacht, oder? Die Frames, es gibt Also ich kann Ihnen die genaue Anzahl der Frames nicht sagen. Luis weiß es. Wie viele Frames? 24? 24 Frames pro Sekunde. Ja, es ist fast unmöglich, einen Fehler zu machen. Jede Sekunde hat man 24 Frames. 24 verschiedene Bilder. Und was man macht, ist, das Bild zu markieren, in dem der Ball abgegeben wird. Das heißt, wenn man zum nächsten Frame geht und der Ball schon vom Fuß des Spielers getrennt ist, weiß man, dass man das vorherige Frame nehmen muss. Und sobald man das Frame startet, kann man es nicht mehr ändern. Klar. Man gibt das Frame also an die Maschine und die Maschine sagt entweder schwarz oder weiß, entweder Abseits oder kein Abseits. Und wenn es Abseits ist und sei es nur um einen Tausendstel Zentimeter oder was auch immer, dann ist es eben Abseits. Denn ich wiederhole, hier gibt es keine Grauzonen. Hier ist es nicht der Schiedsrichter, der sagt, na gut, und wenn wir mal dieses andere Frame nehmen, mal sehen. Nein. Der Schiedsrichter mit diesen 24 Frames pro Sekunde, sobald es gestartet ist, entscheidet die Maschine. Und diese Maschine, davon gehe ich aus und bin überzeugt, ist unfehlbar. Ja, da haben wir es. Er sagt selber, das Wichtigste an der ganzen Entscheidung ist die Sekunde, ist der Frame, der gewählt wird. Und das Wichtigste, was es gibt, entscheidet nicht ein Computer, der das mathematisch berechnen kann, der Millimeter genau sehen kann, wann ist der Ball am Fuß, wann ist er nicht mehr am Fuß. Die wichtigste aller Entscheidungen treffen die Menschen. Ja, und ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, dass so viele Entscheidungen gegen Real Madrid getroffen wurden. Hat der VAR-Schiedsrichter zufälligerweise von den 24 Frames in der Sekunde ein Frame 7 Frames later genommen? Das ist ja
Zehntelsekunde ändert ja nichts. Naja, ändert vielleicht, ob ein Kylian Mbappé eine Haaresbreite im Abseits ist oder nicht. Wie oft haben wir diese Saison Szenen erlebt, wo Kylian Mbappé anscheinend um Mikromillimeter im Abseits war. Ja, jetzt habt ihr eure Antwort. Immer noch der Faktor Mensch, der entscheidend ist, der mitentscheidet, ob ein Spieler insbesondere von Real Madrid im Abseits ist oder nicht. Naja, wollte ich ein für alle Mal diese Frage geklärt haben. Ja, wie ihr gehört habt, ein vollgepacktes, ich finde, sehr, sehr interessantes Video. Lasst mir eure Meinung dazu sehr gerne in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, lasst ein Like da, teilt dieses Video, lasst ein Follow da, hypen. Wir sehen uns morgen wieder. Ich freue mich. Bis dahin. Allah!